Herzlich willkommen zu meiner ersten Sendung des neuen Formats. Kinder, ich bin so nervös und vollkommen überwältigt. Mein Neustartvideo hat innerhalb von 24 Stunden knapp 80.000 Views erreicht. Heute sind es über 130.000 Views mit über 1.000 Kommentaren. Ich kann mir jetzt nicht erlauben, zu sentimental zu werden, aber Sack und Asche, so viele von euch haben mir richtig lange Kommentare geschickt, die mich berührt haben. Vielen lieben Dank. Das hat die Seele gestreichelt, aber verdammt nochmal auch den Druck richtig krass erhöht. Ich hatte mit 20.000 Views gerechnet und einer ganzen Menge Häme. Ey, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich nicht zum Antworten gekommen bin. Ich war beschäftigt, das neue Format voranzutreiben. Und mein besonderer Dank gilt den 3 Zuschauern, die mir ein Geldgeschenk haben zukommen lassen. Das muss nicht sein, wirklich nicht. Ich weiß, wie hart die Zeiten sind. Auch ich gehe einkaufen, auch ich sehe die Preise. Aber ich will auch ehrlich sein, ich werde mich in Zukunft nicht aktiv dagegen wehren, den einen oder anderen Taler von euch als Präsent entgegenzunehmen. Fühl mich zum Schatten! Ja, nee, so meinte ich das jetzt natürlich nicht. Aber eigentlich will ich das neue Format so beginnen. Heute in der Ausfahrt TV-Show, Volvo stellt den EX60 als batterieelektrischen Nachfolger des Bestsellers XC60 vor. Die Kollegen sind ihn gefahren. Dazu habe ich eine Menge kleinerer Themen für euch, erkläre aber auch dies und das zum neuen Format. Die erste Sendung ist eben ein wenig anders. Mercedes hat den neuen AMG GT Viertürer vorgestellt, batterieelektrisch. Wenn man sich das Fahrzeug ansieht, fragt man sich schon, ob Chefdesigner Gordon Wagner den Konzern wirklich im Guten verlässt, oder? Zudem definiert ein Fake V8-Sound heute das Beste oder nichts. Wow. Ach ja, ich hatte bei der Weltpremiere ein Placement geschaltet. Habt ihr das gesehen? Der Return of Invest war nicht so spürbar, das mache ich wohl nicht nochmal. Der Ferrari Luce wurde vorgestellt. Viele Menschen waren schockiert. Ich verstehe das nicht. Ehrlich nicht. Apple hat sich bei Ferrari eingekauft, um zu sehen, wie die Menschen auf ein richtig teures Apple-Car reagieren würden. Wissen Sie jetzt. BYD stellt mit seinem neuen Premium-Marken-Shooting Brake Denza Z9 GT das erste Auto vor, das an seinem neuen Flash-Chargern bis zu 1,5 Megawatt ins Auto drücken kann. Toll, in Deutschland gibt es davon genau eine Ladesäule. Viele weitere sind geplant. Darauf reagiere ich allerdings mittlerweile echt allergisch und frage mich auch, wo neben den Tesla, NBW und Ionity Ladeparks auch noch Platz für ein weiteres System entstehen soll. Ich bin jetzt Besitzer eines Elektroautos. Ich habe mir eine gebrauchte Renault Zoe gekauft. Hoppla, da kann man das Kennzeichen sehen. Naja, auf jeden Fall ist es ganz spannend, mal wieder regelmäßig ein und dasselbe Auto zu fahren. Ja, so wie eben wollte ich ursprünglich das neue Format immer beginnen. Und auch wenn sich die Industrie ja aktuell ganz viel Mühe gibt, sich zum Kasperle zu machen, fürchte ich, dass ich nicht genug Fleisch bekomme, um jede Sendung mit so einem Feuerwerk zu beginnen. Stattdessen werde ich die Sendung mit etwas beginnen, was ich persönlich Social Media Warm-up nenne, damit ihr da draußen und ich ganz entspannt in die Sendung starten können. Also, in etwa so etwas wie das jetzt. Ich bin voll fein mit meinem Rückzug aus dem Reisebusiness. Wirklich. Wenn ich überhaupt etwas bereue, dann, dass ich wohl dem neuen Renault Turbo, ihr wisst schon, nie so nahe kommen werde wie diese junge Dame hier. Aber eine Einladung zu einem Fahrevent hätte ich ob der mangelnden Reichweite eh nicht bekommen. Kennt jemand dieses Auto hier? Ist das nur an mir komplett vorbeigegangen? Erinnert mich an eine Kreuzung zwischen Lancia Delta Integrale und dem neuen Hyundai Ioniq 5N. Letzterer bildet die Basis zu diesem Boliden, der den Namen rund um das britische oder ehemalige britische Rennteam Team Vanwall beleben soll. Habe ich auch noch nie gehört, aber ich bin auch kein Formel-1-Fan. Die AMS hat schon 2023 das erste Mal von Van der Well berichtet. Ja, hat wohl nicht so eingeschlagen, schade eigentlich. Der Instagram-Account Car Industry Analytics hat vor ein paar Tagen die Bestseller des Jahres 2025 zusammengefasst und uns auf mehreren Slides präsentiert. Finde ich total spannend und nur auf das erste Slide bezogen, du willst nach Andorra. Nicht nach Angola, oder? Ich habe mir ganz viele unterschiedliche Themencontainer ausgedacht, mit denen ich diese Sendung füllen möchte. Je nachdem, was da draußen gerade passiert, werde ich mal tagesaktuelle Dinge aufgreifen oder mich eben in Anekdoten verlieren, aber auch,
und darauf wartet ihr, glaube ich, ein wenig Insiderwissen nach außen tragen. Damit fange ich heute auch direkt an, um den Grundstein für alle weiteren Insider-Geschichten zu legen. Bei einem Hersteller konkurrieren, sehr, sehr vereinfacht gesprochen, die Abteilungen Marketing und Presse um das Geld, das ausgegeben werden kann, damit Marke und Produkte bekannt werden. Marketing kauft Reichweite durch Anzeigen und Kampagnen, Presse richtet Fahrveranstaltungen aus, vergibt Testwagen und bespaßt Journalisten, also Leute wie mich. Am Ende des Fiskaljahres schaut man dann, wer mit seinem Geld mehr Reichweite generiert hat und verteilt die Budgets entsprechend neu. Also geht es nicht darum, wer die meisten Autos verkauft, sondern wer am meisten Reichweite erzeugt. Somit ist es für die Presseabteilung natürlich viel attraktiver, einen Hochkant-Influencer, ihr wisst schon, einzuladen, der mit seinen lustigen, gefälligen Videos zig Trillionen Aufrufe auf Instagram, TikTok und YouTube Shorts generiert, als einen möchtegern Fachjournalisten, der mit seiner Videokaufberatung gerade mal 50.000 Views erreicht. Das leuchtet ein, oder? Und somit ist der Mitarbeiter der Presseabteilung, dessen persönlichen Karriereziele an den Erfolg der Abteilung gekoppelt sind, natürlich auch bestrebt, so viel Reichweite wie möglich zu generieren. Denn mit dem eigentlichen Autoverkäufen hat er gar nichts zu tun. Daran ist doch nichts Verwerfliches, denke ich. In den Konzernen dieser Welt ist das ganz normal. Uns als Herzblut-YouTubern oder euch als Verbrauchern ist das nur bedingt einleuchtend, oder? Ich werde ab und zu gefragt, Mensch Jan, welches Elektroauto kannst du mir empfehlen? Das finde ich generell echt nicht einfach. Aber wenn es dem Fragenden nur darum geht, den ersten Elektrowagen als Zweitwagen anzuschaffen, dann nenne ich den Renault 5 E-Tech. Schau dir den mal an, sage ich dann. Das ist vielleicht nicht der beste Kompakte, aber ich stehe auf Autos, die Charme haben. So ziemlich alle Auto-YouTuber haben den Wagen ja mittlerweile vorgestellt, ich selbst auch im alten Format, und auch einen Kofferraumcheck gibt es, ein paar andere Videos habe ich euch verlinkt. Beim ersten E-Auto würde ich ein Leasing empfehlen und hier kommt mein Partner leasingmarkt.de ins Spiel, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing. Über den ersten Link hier direkt unter dem Video kommt ihr zu den Leasingangeboten des Renault R5 E-Tech. Heute steht das preiswerteste Angebot bei 208 €. Allerdings ist die Förderung mit eingerechnet. Die kann man aber auf der Detailseite des Angebots herausnehmen, dann seht ihr die richtige Rate. Schaut euch auch in Ruhe die Ausstattung und die Basisdaten an. Vergesst aber auch nicht, ganz nach unten zu scrollen, um zu schauen, welche einmaligen Kosten auf euch zukommen. Wenn das alles für euch passt, stellt die wesentlichen Parameter nach euren Wünschen ein, bestätigt dies und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und ganz unverbindlich euer Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals, das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Ihr erreicht sie über den zweiten Link hier direkt unter meinem Video. Vielleicht ist etwas für euch dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Volvo hat die besten Kunden, das kann man ruhig mal festhalten. Weg mit dem coolen, kräftigen 2,5 Liter rein 5-Zylinder Turbo, stattdessen ein Mulinex Deluxe 2 Liter rein 4er. Egal, wird gekauft. Dann drosseln wir den Topspeed auf 180 km/h, auch in Deutschland. Egal, wird gekauft. Dann streichen wir nach und nach die Verbrenner und Diesel aus dem Programm. Egal, dann kaufen die Kunden den EC40 ohne Fahrerinformationsdisplay. Stattdessen sitzt der Geschwindigkeitsmesser in der Mittelkonsole. Alle Tesla-Fahrer jetzt so? Hoppla, hoppla, falscher Clip, falscher Clip. Yes! Wo waren wir? Egal, wird trotzdem gekauft, das war der Punkt. Und ich verstehe es, ganz im Ernst, ich bin den V90 zum Beispiel stets super gern gefahren, ein extrem lässiges Auto. Heute geht es aber um den Nachfolger ihres Bestsellers, dem XC60. Dieser hat sich in der Vergangenheit sehr gut gegen die deutsche Konkurrenz behauptet. In den letzten 8 Jahren, also von 2018 bis 2025, wurden gut 134.000 Volvo XC60 in Deutschland zugelassen. In den letzten beiden Jahren sogar öfter als der Audi Q5. Der Nachfolger ist jetzt elektrisch und heißt AX war Citroën, iX ist BMW, UX, nee, das war Lexus.
Es bleibt ja nur noch EX, weil Ox macht ja gar keinen Sinn. Das hört sich ja richtig blöd an, oder? Genug der Faxen, reden wir über die Anschaffungskosten. 63.000 € ruft Volvo für einen nackten EX60 auf. Und der BMW iX3 ist in der Basis 400 € teurer, bringt aber 2 Kilowattstunden mehr Akkukapazität mit. Der elektrische Mercedes GLC kostet fast 8.000 € mehr, hat aber dafür 14 Kilowattstunden mehr im Akku an Bord. Als gar nicht so Geringverdiener sage ich dennoch, vor ein paar Tagen hatte Volvo zahlreiche Kollegen nach Barcelona eingeladen. Schauen wir doch mal, was die Kollegen zu dem neuen BEV sagen. Das ist der beste Volvo, den ich jemals gefahren habe. Volvo, ihr habt ihr ein tolles, effizientes Auto auf die Räder gestellt. Das macht einfach Spaß. Ich finde den richtig gut gelungen. Das ist mit Abstand der aktuell schönste Volvo. Das finde ich doch mal wieder erfrischend schön und gefällt mir sehr gut. Boah, das ist schon gut. Das ist schon krass. Also so eine Musikanlage habe ich lange nicht mehr gehört. Das hat Volvo wirklich toll umgesetzt. Wirklich. Das ist tipptopp. Da muss ich schon sagen, das ist großes Kino, das hat er gut gemacht. Insgesamt ist es dadurch ultra leise hier drin. Ja, also wirklich, wer braucht mehr? Ne? Mit dem Auto kannst du echt die Welt einreißen. Alles klar, super Auto, denke ich. Knabber aber noch am Basispreis. Aber was kann denn der EX60 so? Denn es gibt 3 sehr unterschiedliche Spaltmaße. Hier einmal an der hinteren Tür fängt das hier oben sehr breit an und verjüngt sich dann ganz stark nach hier unten. Dann hat die Mitte ein ganz anderes Spaltmaß als die hintere Tür und die vordere Tür hat einfach auch wieder ein ganz anderes Spaltmaß, nämlich das größte von diesen 3 Maßen. Ich wollte gerade kurz meine Oma anrufen, weil wir hier eh nur im Verkehr unterwegs sind. Es klingelt, sie geht nicht ran, hat gerade keine Zeit für den Enkel. Jetzt will ich auflegen. Ich habe keine Taste am Lenkrad hier. Was sehr besonders ist, ist das Ordnungssystem, das Volvo entwickelt hat. Nämlich auf der einen Seite können wir diese Teile hier so runterklappen und dann habt ihr unten auch wieder was Jesse hilft, nämlich ein Eimer. Das Gebogen meistens, wenn. Hier ist es so gebogen. Das heißt, das ist hier, die Ecken sind weiter weg als die Mitte. Das ist dafür da, wenn ich halt als Beifahrer hier was klicke, kann ich es quasi einfacher sehen und machen und dann hier von der Fahrerseite auch. Das ist so der Gedanke dahinter. Hier übrigens auch für die Sitzheizung und auch für Sitzlüftung funktionieren auch beide parallel. Wir haben eine recht komplizierte Bedienung. Spiegel, Lenkrad, Höhenverstellung, Längsverstellung, erfolgt alles über das Display, über das Zentraldisplay. Außerdem haben wir hier erstmals den multiadaptiven Sicherheitsgurt hier im Fahrzeug mit drin. Und was macht der? Der passt die Zugkraft individuell nach Gefahrensituationen an. Tun wir mal was so, als wäre es ein Autopilot, was ja noch kommen soll. Richtung Sitges. 60 muss ich ihm jetzt übernehmen. Also muss ich ihm jetzt sagen, zack, nach oben. Und dann, jetzt wird es dynamisch, ja, da muss ich hier eingreifen. Wichtig zu erwähnen ist außerdem noch, dass wir hier eine 22 kW AC-Ladeoption haben. Das bedeutet, serienmäßig ist das hier schon dabei. Bleibe jetzt stehen, dort irgendwo und sage einfach Return home. Alter, Chris, das kannst du doch nicht machen mit so einem alten Mann wie mir. Ich dachte erst, Volvo hätte den Einparkassistenten auf ein ganz neues Level gebracht. Es ist eine Werbeplatzierung für eine Drohne. Okay, gut, damit es nachher nicht heißt, ich würde ja nur noch andere für mich arbeiten lassen. Hier wieder Fakten, Fakten, Fakten im Schnelldurchlauf. 3 Motorisierungen zum Marktstart. Die Reichweite soll zwischen 511 und bis zu 810 Kilometern liegen. Im Sommer bei sehr gesitteter Fahrweise, möchte ich dazu sagen. So denke ich zumindest. Der Wagen ist jetzt 20 cm länger als sein Vorgänger und steht auf 20 Zoll Felgen. Optional gibt es 21 und 22 Zöller. In den Kofferraum passen 523 Liter. Klappt man alles um, hat man ein Ladevolumen von 1647 Liter. Der Hecktriebler darf 2 Tonnen ziehen, die Allradversion 2,4 Tonnen. Die Fahrzeuge wiegen leer, aber auch zwischen 2,2 und 2,4 Tonnen. Ja, gebaut wird er immer noch in Schweden. Die Technik kommt aber aus China von der Mutter Geely. Chris Carmaniak bringt in seinem Review Vergleiche zu BMW und Mercedes. Malte vergleicht ihn mit dem Smart #5 Brabus. Chris und Autobild Holger bringen am meisten Meinung in ihre Berichte. AMS Leslie und Thomas von Autogefühl haben die sprachlich angenehmsten Videos. Und Motorreport schaut genau auf die Assistenzsysteme. Zum Ende jeder Sendung gebe ich euch da draußen noch etwas Schönes mit. Ich habe bei Instagram den Account von Oleg.
Marker Jan durch Zufall gefunden. Der gute Mann stellt auf seinem Profil aus meiner Sicht wirklich wunderschöne Illustrationen zu meist älteren Fahrzeugmodellen vor. Kann man sich bei Bedarf natürlich auch galant als Hintergrundbild fürs Handy sichern. Alle Links, die ich heute erwähnt habe, findet ihr in der Zusammenfassung der Show auf unserer Webseite. Dort liegen auch alle weiteren Quellenangaben zur heutigen Sendung. Den Link dorthin findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Und falls ihr euch jetzt noch sortiert, was da gerade alles an euch vorbeigerauscht ist, abonniert gern den Kanal und aktiviert die Glocke. Das hilft gegen die KI-Schwämme auf YouTube und sorgt dafür, dass ihr meine Inhalte nicht verpasst. Wer mir Input oder Anregungen für einen neuen Showbeitrag nicht öffentlich zukommen lassen möchte, nutzt bitte eine dieser beiden E-Mail-Adressen. Ja, die 15 Minuten sind vorbei. Wer hat an der Uhr gedreht? Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Und auf eure Kommentare bin ich auch echt gespannt.